Hallo zusammen, ich begrüße euch herzlich, alle meine Geschichtsfreunde. Und ich möchte heute ein Thema, auch über Geschichte natürlich, aber Fußball. Und da ist mein Ding, dass wir dann die Geschichte des Fußballs und dann die Gegenwart und die Zukunft darüber uns dann unterhalten. Das ist dann meine Vorstellung. Und hier bei mir habe ich einen Freund, der Benny. Und zwar ist er, und da möchte ich auch noch mal drauf aufmerksam machen, er kann sehr gut mit Kindern. Er hat eine Fußballschule gehabt für Kinder. Leider, die Corona hat alles kaputt gemacht, wie bei vielen. Dann die Eltern konnten natürlich ihre Kinder nicht mehr zu ihm schicken. Und deshalb, aber er macht weiterhin sehr viel mit Kindern. Eigentlich ist er für die Nachwuchsarbeit. Er hat so wunderbaren Händchen für die Kinder. Auch mein Sohn, er ist bei ihm groß geworden und viele, viele andere. Ich wundere mich wirklich, warum große Vereine, die Ligavereine, so einen Mann nicht irgendwie gefunden haben. Aber denn alle Vereine, die er auch so betreut hat, die Kids, die lieben abgöttisch. Das habe ich selber erlebt, selbst gesehen. Sie hangen förmlich an seinen Lippen, ob es Mädels waren oder Jungs waren, das spielte überhaupt keine Rolle. Und das war wirklich beeindruckend. Und, naja, das ist einer wichtigsten natürlich, seine fachlichen Qualitäten. Die waren auch unglaublich. Die sind auch in dem Bereich locker mit jedem Profi einzuhalten, kann er da mithalten. Und zwar gerade im Bereich Kinder. Und jetzt kommt ja wieder das vom DFB, was ganz Neues. Darüber wird dann Benny nachher auch nochmal ein paar Worte verlieren. Denn das sind die Sachen, die wir auch hier so besprechen wollen. Und dann wollen wir das weiter vertiefen. Und genau, und jetzt kann noch ein paar Worte natürlich der Benny dazu sagen. Und bitte, Benny, Ja, schieß los. ja, erstmal danke für die netten Worte. Ja, Ne? Also auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich hier bin, auf deinem Kanal. Der ist ja noch richtig gut im Aufbau. Das heißt, auf jeden Fall liken, abonnieren, dass wir unterstützen. Ja, zum Thema Fußball hat der Teufel mich gefragt, ey, hättest du mal Lust, hier reinzukommen ins Video, dass wir einfach mal quatschen über die Geschichte vom Fußball. Da kann ich vielleicht noch einiges lernen über die Gegenwart, Zukunft. Und freue mich, wie Typhon auch schon gesagt hat, ich bin der Benny. Ich bin 35 Jahre jung noch. Und ja, wir quatschen mal und schauen mal, wo die Reise hingeht in diesem Gespräch. Also wir haben immer tolle Gespräche geführt. Äh, Meistens Sport, Fußball, aktuelle Dinge, Champions League, Nachwuchsarbeit, hat sich auch viel geändert. Deswegen ja, schauen wir mal und ja, freue mich, gucken, was jetzt gleich ja. entsteht. Und ja, legen wir los, glaube ich, ne? Ja, und als erstes natürlich die beiden Tragödien, die das Fußballwelt, aber sogar drei, wenn man auch noch den River dazu nimmt, denn Franz Beckenbauer und das total unerwartete Tod von André Brehme, Genau, genau, was genau. uns ja total geschockt hatte. Und wir haben ja, ich habe ja für beiden ein Video gemacht, wer das mal sich angucken möchte, gerne. Und da wollte ich, wenn, wie du weißt, Beckmore ist meine Genau, Generation. genau. Haben wir am Video ja gesehen. Ja, genau. Ja. Andi Bremer eher schon deine, würde ich sagen. So, es ist Ja. so ein Bereich, also Mhm. du wärst mehr involvierter. Genau, genau. Zum Beispiel mein Sohn Den ist Elfmeter habe eher, ich mitgekriegt, genau, zum ne, Beispiel, ne, klar. genau. Ja, aber 1990 haben wir ja alle so gesehen Mhm. mitgekriegt. Äh, und mein Sohn halt, der ist eher diese Genau, genau. Messi-Ronaldo-Generation. Bei mir ist eher so auch 2006, Ja, ne? die WM in Deutschland. Das war Ganz für mich genau. so, ja, Richtig. Das war, präsent, hat man ja dann gemerkt soweit. genau. Das war ja, da können wir jetzt den Aufhänger machen, natürlich Franz Beckenbauers große Genau, Verdienst. genau, genau. Denn er hat das geschafft, was so vieles, gut, dass Deutschland nicht Weltmeister geworden ist. Das war dann natürlich ein Wermutstropfen, aber trotzdem. Aber für den Film, der ja dann verfilmt worden ist, Ja, ähm, diese ganze WM-Sache, war es halt gut, weil man davon ausginge einfach, Happy End, die werden Weltmeister. Und dann kam dieser Break halt, wo die halt nicht Weltmeister wurden. Und das ist ja, halt für den Film halt gut, aber natürlich für den Titel, der wurde ja dann nachgeholt, ne? ja. Wissen wir ja So ein paar ist Jahre es. später.
Genau, dann Ne? hat dann sich Mario Götz das dann Genau, eingefunden. genau. Ne? Der Dortmunder, ne? Ja, Du kannst ja auch genau. gleich mal sagen, Genau, was genau. dein Lieblingsverein ist, Ja, ne? ich möchte natürlich erstmal, dass ich natürlich Borussia Dortmund-Fan bin. Genau. Die Schalker werden wahrscheinlich jetzt sofort abschalten, aber hört euch das auch mal ruhig weiter an. Genau. Aber in meiner Jugend war ich natürlich Bayern-Fan in den 70er Jahren. Das darf man auch nicht. Bei mir hat sich das ein bisschen gewandelt. Wozu Dortmund? Zum Studium, erstmal war ich überhaupt gar kein Dortmund-Fan. Das hat sich dann alles so entwickelt. Du hast ja in Dortmund studiert auch. Also wurdest angesteckt sozusagen, ne? Ganz genau. Ja. Aber das war Folgendes. Der damalige Manager, der Michel Mayer, hat wirklich fabelhafte Arbeit geleistet gehabt. Hatten wir auch die Probleme, die kennst du wahrscheinlich noch nicht so. Wir hatten damals auch diese sogenannte Borussenfront. Das waren ja auch faschistische Gruppierungen, die ja auch sich etabliert hatten. Genau. Ein sogenannter SS-Sigi gab es und. Und dann ist irgendwo mal was passiert, da habe ich dann mitgekriegt, wie der Michael Mayer gesagt hatte, er will mit diesem und alle BVB-Fans haben da sich darauf zu achten, dass solche Leute nicht verharmlost sind. Denn viele haben nämlich in ihren Sitzungen gesagt, das ist ein halb so wild, das sind nur Spinner. Und da hat sich der Michael Mayer ganz vehement dagegen ausgesprochen. Und er hat da wirklich tolle Arbeit geleistet. Und das hatte mich inspiriert. Und auch meine Freunde, die da waren ja auch sehr viel. Drumherum hatte ich ja fast nur BVB-Fans. Und vor allem, wenn es um Schalke ging, oh Gott, das war ganz schlimm. Ja, früher war das, glaube ich, krassere Rivalität als jetzt. Ja, ich jetzt konnte ist natürlich schwierig. Genau, denn in meiner Zeit, noch in meiner jungen Studie, wohnte ich ja in der Nähe des damaligen BVB-Stadions. Und wenn die Schalker kam, war ganz Dortmund abgeriegelt. Und wahrscheinlich umgekehrt auch. Ja, ne? Ich konnte gar nicht, ich kam einmal aus dem Haus raus, auf einmal stand da vor mir ein Polizist. Ich denke, was will der denn hier? Ne? Was habe ich verbrochen? Und dann auf einmal sagt er mir, wenn Sie noch nicht rausgehen müssen, gehen Sie bitte wieder ins Haus rein. Ich sage, warum denn? Ja, oder wollen Sie, da kommen die Schalker. Alles klar, meinte ich dann. Alles klar, dann natürlich ich wieder zurück. Also so immens und es war ja, also ein bisschen bombastisch. Das Schlimmere war ja, glaube ich, diese finanzielle Krise, ne? Ja. Genau, aber das Schlimmere war ja diese Finanzsache, ne? Ja. Ja, das war ja. Das ist aber ein anderes Thema, das bezieht sich ja auf Dortmund eher. Ja, genau. Wenn wir da anfangen, dann. Ja, das halt. Genau. Da gibt es auch diverse Dokus drüber und Berichte. Halt, aber das hat jeder mitgekriegt, ja. Ja. Genau. Ne? Nur das waren die Sachen und vor allem die Jugendarbeit von Dortmund. Genau. Das war ja dein, aber die haben das ja auch die ganze, ganz schlimm war es nämlich unter den Migranten, also ganz besonders die Türken, wenn Dortmund gegen irgendeine türkische Mannschaft, vor allem wenn da gegen Galatasaray oder gegen Fenerbahce gespielt hat, da waren die BVB-Fans, die türkische Herkunft oder sagen wir mal Galatasaray-Fan waren, innerlich total gespalten. Ja. Da gab es ja diese auch Deutschland gegen Türkei. Ja, das ist dann noch eine. Das ist auch wieder so ein Thema, aber das ist so, dass. Also genau. Nur, wenn dann waren die Fenerbahce-Fans, ich gehöre in der Türkei auch zu den Fenerbahce, die Galatasaray werden jetzt auch alle abschalten, ich weiß, aber bleib ruhig dran. Und, und die Fenerbahce hatten natürlich dann für BVB gehalten und wenn BVB gegen Fenerbahce gespielt hatte oder so, das gab es glaube ich auch mal, haben die Galatasaray natürlich auch an BVB. Also gab in Cafés, in den türkischen Cafés war dann immer die Hölle am Tag. Aber das wäre ein gutes Video, ein gutes Thema für das nächste Video. Das zum Beispiel, kann man dann weil das ja diese Brücke ist auch, die du auch in deinen Videos machst für Türkei-Deutschland. Ja, ne? Dass da der Zwiespalt ist. Zum Beispiel, ich kann sagen, mein Vater ist türkische Herkunft, meine Mutter ist deutsche Herkunft sozusagen. Ich bin in Deutschland geboren, Muttersprachler auch. Und für mich ist das auch immer, wenn Türkei gegen Deutschland spielt, ist immer schwierig. Ne? Dann am besten immer unentschieden. Ne? 2-2, viele Tore gefallen oder 3-3 immer am besten. Viele Tore gefallen und unentschieden, da sind alle glücklich. Aber wenn Türkei gegen Italien jetzt zum Beispiel spielt, bin ich für Türkei. Wenn Deutschland gegen Italien spielt, bin ich für Deutschland. Also ich kann mir das dann so ein bisschen aussuchen, sage ich mal so, ne? Bis zum Finale, wenn jetzt zur EM, wenn jetzt Deutschland gegen Türkei im Finale spielt,
ne, dann bin ich für bis Elfmeterschießen und dann weiß ich nicht. Dann habe ich keine Ja, Ahnung, ne? ja, das wollen Soll wir der dann Bessere schon. gewinnen, sagt man ja so, ne? Ja, ja, Oder? dafür werden wir dann Ja. Aber sehen. es wäre ein gutes, fällt mir jetzt gerade ein spontan, Ja, wäre darüber ein können wir dann gutes, noch diskutieren. genau, ne, so Genau. Fenerbahce, Galatasaray, Richtig. ist ja auch jetzt aktuell viele Spieler, die türkische Wurzeln haben, dass die für Türkei oder Deutschland spielen. Das ist Genau. jetzt genau dieser Generationswechsel. Genau. Da ist auch sehr viele Genau. Da gibt's Reibereien. ein Beispiel gibt's da aus Nürnberg, der Usun. Mhm. Der kann jetzt überlegen, ob er für Türkei oder Deutschland, man munkelt, der hat sich jetzt für Türkei entschieden, Ja, also ich aber er weiß, könnte beides dann machen. Aber genau, wie gesagt, das ist so dieses, wo die türkische genau, Nationalmannschaft sozusagen auch hinter ist, dass die diese Spieler für sich gewinnen, die genau, vielleicht in Deutschland ausgebildet worden sind. Sieht richtig. man ja bei Hakan Çalhanoğlu, Ja, sieht man das ja soweit, genau. ne? Und dass der auch aus Deutschland kam und jetzt in der Ja. Türkei auch, ich glaube, Kapitän ist der sogar, Ja, ne? der spielt dabei, spielt doch in Italien. Genau, aber er ist in Deutschland, Hamburg Ja, 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 genau, ausgebildet genau, worden genau. und hat sich dann für Türkei entschieden. Ne? Richtig. Es gibt ja ein anderes Beispiel, Emre Can zum Beispiel könnte auch für Türkei spielen, hat sich für Deutschland entschieden. Genau. Nuri Sahin, aktueller Co-Trainer von Dortmund, hat sich auch für Türkei entschieden, hätte Mhm. auch für Deutschland spielen können. Ne? Ja. Also wie Und gesagt, der Nurschein, ja genau, Nurschein. Ich habe jetzt an Dings gedacht, der spielt in Manchester City. Gündogan. Gündogan, der Genau, ja der hat sich für sogar, Deutschland entschieden. ja, der sogar der Mannschaftsführer ist in der Genau, deutschen genau, Mannschaft. genau. Das sollte man Ja. auch nicht vergessen. Und Mhm. gerade die AfDler sollten sich das hinter die Ohren schrauben. Genau. Ne? Haben wir noch mal den. Ja, genau. Ich wollte noch, wie gesagt, wir sind ja von Beckenbauer, denn Beckenbauer hat ja diese 2006 seine, im Prinzip die Krönung gemacht gehabt. Und dann war es auch in der Zeitraum, wo wir das, wenn man dann den Fußball von 1900, in den 70er, ja, also ich muss eins sagen, wenn ich die alten Bilder von Pelé sehe, wie er damals in den 50er und 60er Jahren gespielt hatte, er selber und mit seiner Schnelligkeit und Dynamik, die er da, hatte ich förmlich das heutige schon gesehen gehabt bei ihm. Und, und Beckenbauer und die haben das dann alles dann aufgebaut darauf, Genau, denn genau. diese Schnelligkeit, dann Pioniere, ne? Wie du mal ganz sagen würdest, genau. genau. Ne? Und gerade das wurde ja dann immer wieder aufgebaut. Dann, so wie ich, und da kannst du besser, weil du da eher der Theoretiker, die Libero-System, das ja Beckenbauer selber miterfunden hat. Ob er es selber erfunden hat, ist noch eine andere. Man sagt, dass der Tschaikowski damals war auch Bayern-Trainer in den 66, dass er das wohl mitentwickelt hatte. Aber Beckenbauer selber hat das dann letztendlich auch mit abgeschafft, weil er sagte, das bringt nichts im modernen Fußball. Dann wird die Viererkette und weiß der Kuckuck auch Genau, die genau. Dynamik und so. Aber da kennst du dich ja besser Ja, es aus. gibt ja sogar einen Adidas-Schuh, Mhm. der einmal nach Beckenbauer, Kaiser, der Schuh, und einmal Libero Ah ja, richtig, stimmt. sogar. Das ist ja für ihn sozusagen, das ist sein Schuh Mhm. und das ist der Libero-Schuh, ne? Ja, Das ist so seine Position. Also wenn man Libero hört, dann ist meistens immer Beckenbauer. ja. Gibt auf der Welt keinen anderen. Genau. Ne? Obwohl man natürlich Johann Zu Cruyff nicht vergessen darf. aber zu meiner Zeit gab es halt, als ich gespielt habe, gab es auch dann noch den Libero. Genau. Das war mal derjenige, der eine relativ gute Technik hatte, der aber langsam war, Mhm. ne? Vielleicht auch ein paar Kilos auf den Rippen hatte, aber eine gute Spielübersicht hatte. Der Genau. war dann immer Libero. Das ist heute der Sechser, Ja. kann man sagen. Heute geht natürlich viel über Geschwindigkeit. Wenn du langsam bist, hast du Schwierigkeiten. Aber auf der 6 sozusagen kannst du ein bisschen langsamer sein. Der hat das Spiel, der baut das ja auch von hinten auf, das so versetzt nach vorne, ne? Ist das so der Libero, ne? Ist das? Der war früher, hieß der Ausputzer, Ausputzer. Vorstopper war das der, aber der ist jetzt, glaube ich, der ist jetzt, gibt's auch gar nicht mehr. Und der Ja, Libero auch genau. nicht mehr, gibt's den Spielmacher, Sechser, so Toni Kroos, Ja, Gündogan, aber geil, sowas. Toni Kroos, das ist in meinen Augen einer der unterschätztesten Genau, Spieler aller Zeiten. genau. Dass Bayern ihn damals für nur läppische 20 oder 30 Millionen verkauft hat, der ist sowieso ein Witz für sich Aber der ist ja gewesen. jetzt wieder zurück, wie du mitgekriegt hast, ne? Der hat Ja, wieder ein Comeback gegeben. ja, Das zur aktuellen Situation. ja. Hoffen wir mal das Und mit Beste. 34, naja, gut. Ja, Wahnsinn. Ne? Auf jeden Fall. Deshalb, ich wollte nur darauf hinweisen, auch ganz besonders das, was du noch, wie hat sich denn zum Beispiel die Jugend selber entwickelt, auch das Fußball selber, die Dynamisierung. Ich habe jetzt ja Pelé und so weiter, die haben förmlich 20, 30 Jahre schon vorher das gespielt, was wir hier heute modern bezeichnen. Mhm. Und wenn man so viele andere Spiele anguckt, waren damals, wo ich es gesehen habe, fand ich das alles schnell, dynamisch. Mhm. Wenn ich es heute gucke und vergleiche mit anderen, Mhm. ja, dann denke ich, mein Gott, da trappen die ja dann nur herum. Ne? Das ist ja, was ist daran schnell? Was habe ich damals als schnell Genau, gedacht? genau, Ne? genau. Die Frage ist, für einen Menschen,
gibt es ja irgendwann noch eine Grenze Mhm. mit Schnelligkeit, mit Kraft, mit Ausdauer. Und ich glaube, durch die vielen Spiele ist das auch jetzt langsam ausgereizt. Die Frage ist halt, wird es in den nächsten Jahren, weil es wird ja immer schneller, immer kraftintensiver, immer mehr Spiele, mehr taktische Einflüsse. Die Frage ist, ob es halt irgendwann eine Grenze gibt. Ob man sagt, menschliche Dings, Zenit ist erreicht. Es geht Ja. halt nicht mehr. Zum Beispiel ein Mbappé. Wenn ich den im Stadion gesehen habe, jetzt gegen Dortmund, das ist ja Wahnsinn, die Schnelligkeit. Oder Frimpong jetzt, ich war gestern im Stadion, gegen Mainz, 2-1 hat Leverkusen gewonnen. Ich denke mal, Bayern muss heute nachlegen, heute spielen gegen Leipzig, glaube ich, müssen Ja. nachlegen. Ähm, Das ist ja Wahnsinn. Was für ein Tempo, was für ein Antritt. Ja, das hat sich halt krass entwickelt. Das geht über die Athletik, geht viel über die Athletik. Natürlich, Fußballspielen ist elementar, Grundausbildung muss stimmen. Aber wenn du schnell bist, hast du schon bessere Karten auf jeden Fall. Wenn du nach außen spielst, also als Außenverteidiger, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, da musst du schon Mhm. gewisses Und Speed die mitbringen. Technik und die Technik und Technik Übersicht. gehört gekoppelt, aber mit Schnelligkeit kannst du viel ausgleichen. Ne? Siehe Alphonso Davies bei Bayern. Er kam aus Kanada. Seine Technik ist jetzt nicht so überragend. Seine Taktik war nicht überragend, aber er hatte diese Athletik einfach. Ne? Er war Mhm. sehr, sehr schnell und hat, als er bei Bayern war, sehr viel trainiert, sehr viel geübt, diesen Niveau angepasst. Der hat das Potenzial gehabt und der ist jetzt einer der besten Linksverteidiger, Mhm. weil der die Athletik halt mitbringt. Ne? Bringt die mit. Zum Beispiel, es gibt als er noch neu kam, hat Jerome Boateng, so eine Anekdote, hat Jerome Boateng gesagt, als er bei uns beim ersten Mal Training war, dachte ich, okay, das wird nichts. Der ist falsch gelaufen, taktisch war der nicht auf der Höhe und die haben uns gedacht, okay, wird schwierig, aber der hat sich daran gebissen und der hat eine krasse Athletik gehabt und so hat er das Potenzial genutzt, sich angepasst und Chapeau Mhm. an die Scouts, die den so entdeckt haben. Und so kann es gehen. Wenn er die Athletik nicht hätte, wäre es schwierig geworden. Also, wenn du die Mhm. Athletik nicht hast, aber die technischen Voraussetzungen und du spielst Außenverteidiger, ist es schwieriger. Weil das Tempo kannst du, auf gewisse Bahnen ist das auch ein bisschen genetisch vereinbart. Es ist Trainingssache über Jahre hinweg. Und hängt auch von der körperlichen Zusammenführung, hängt das hinzu. Aber ist schwierig dann. Ohne Mhm. Tempo ist sehr, sehr schwierig heutzutage. Meine Frau zum Beispiel, äh, die absolut größten zurzeit bei uns ist ja Messi und Ronaldo. Oder war, Oder war, sage ja, ich jetzt. Zurzeit ist jetzt die, ja, ja, genau, sagen wir mal, die genau. sind noch Jetzt gibt es gerade andere groß. zwei. Genau. Ne? Aber beide waren so ganz unterschiedliche Spielertypen. Genau. Ne? Ronaldo, der Athlet, der Schnelle, aber Messi war auch nicht langsam, obwohl er wegen seiner Erkrankung mit seinem Mhm. Knochenbau und so weiter, er dann viel gemacht hatte. Aber er war auch der alleine ganze Spiel gemacht hat. Genau, genau. Ne? Wie siehst du das dann, auch die Unterschiede und vor allem, was die beiden für das Fußball als solches gebracht haben? Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Champions League denke, dann denke ich immer Messi, Ronaldo. Das Mhm. war zurzeit immer Barcelona wollte man gucken, man wollte Real Madrid gucken. Das waren immer die Spiele. Heute spielt Real Madrid mit Ronaldo, heute spielt Barcelona. Das ist Wahnsinn. Zum Beispiel in einem Spiel, dann hat dienstags Real Madrid gespielt, Ronaldo hat 4 Tore gemacht und dann dachte man, okay, am nächsten Tag spielt Barcelona und das kann er eh nicht toppen. So, und dann hat der Messi einfach 5 Tore gemacht, ne? Ganz schön gegen Leverkusen war das, Ja, ja, glaube ich. genau. Sogar 5 Tore hat er gemacht. Das ist Wahnsinn. Das Ja, ist ja. Wahnsinn, was da gemacht worden ist. Da gibt es ja diverse Tore in der Champions League, wie gespielt haben. Also Ronaldo kommt eher aus der Athletik, Trainingstier, diszipliniert, wirklich von morgens bis abends wirklich perfektioniert, Kopfballspiel. Er ist so ein kompletter Fußballspieler. Ne? Von der Physis her, vom Mental her. Ist die wahnsinnig. Ist jetzt 39 oder so, spielt bei Saudi-Arabien. Er schießt immer noch Tore. Mhm. Von der Liga her natürlich schwierig, nicht vergleichbar, aber Wahnsinn. Immer noch Wahnsinn. Wenn ich schaue, manche mit 39, die kriegen dieses Niveau nicht hin. Das ist schon sehr, sehr gut. Und Messi ist halt so ein Künstler, ne? Der hat halt ähm, viel über dieses Spontane im Spiel gemacht. Das heißt, im Spiel hat er diese kreativen Einflüsse halt. Es ist nicht viel geplant. Er wusste seine Bewegungsabläufe. Es war alles eingespielt. Er hat seine Sachen gemacht. Und, der war immer mental und vom Kopf her, sagen viele, war der einen Schritt voraus. So. Und natürlich ist er einfach, man vergleicht ja auch mal mit Maradona so, ne? Also nicht der fleißigste, aber wenn es drauf ankam, hat er halt komplett abgerissen. Ne? Deswegen war es immer so, der Unterschied war halt lustig, der große, schöne, starke, athletische gegen den kleinen, ne? So. Ja,
Das ist Hat ja, man wie Ibrahimovic ihn nicht als Flo immer ja, der bezeichnet? kleine Flo. Ja, Setz mich ja. und den kleinen Flo rein und Ja. dann passt das schon. Äh, Deswegen, die Ära ist jetzt sozusagen mhm. vorbei. Ähm, Ich wollte noch um Folgendes fragen, mhm. und zwar bei Barcelona, wo ähm, Messi, Neymar und Suarez. Suarez, genau. Genau, Wahnsinn. Die drei, das war doch der Traum-Trio, das es überhaupt Genau. also bisher gegeben hat. Also ich kenne jetzt auch jetzt heute nicht. Und glaubst du, dass Neymar später sich geärgert hat, dass er tatsächlich wegen diesem Geld, was er später sowieso Ja. verdient hatte, dass er dann diese Trio dann verlassen hat? Ich glaube schon, weil er ist ja später dann auch, hat der Messi zu Paris auch noch gelost. Und da hatten wir es nochmal probiert, aber hat nicht mehr so funktioniert. Ja, beim Neber war auch private Dinge, Ja, standen ja. im Spiel. Und der war auch nicht, wie ich gehört habe, der fleißigste. Und der Mhm. hatte das Potenzial, ist einfach ein Genie, das ist Wahnsinn. Also zu seinen Hochzeiten bei Barcelona war ja Wahnsinn. Also wie der gespielt hat, das ist ja, bei Mhm. Paris war ja auch teilweise, auch wenn er Lust hatte, war ja auch Wahnsinn. Also darf man nämlich absprechen. Aber er hatte Potenzial für mehr. Aber an Messi oder Ronaldo kommt er halt nicht dran, so, ne? Also das kommt noch, ich weiß nicht, ob jemand noch drankommen wird. Ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Weil in einer Saison hat, glaube ich, Messi mal über 50 Tore gemacht. Ja, ich Ne? glaube, Der hat, glaube ich, aber ist egal. 54, 53 Tore. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Habe ich letztes Mal nochmal gegoogelt, weil ein Freund von mir hat mir das nicht geglaubt. Und ich sage, doch, der hat 50 Tore gemacht. Wahnsinn, ne? Ja, ja, und Ronaldo hatte, glaube ich, 44, ist auch schon Wahnsinn. Und ist kein Natürlich. Torschützenkönig geworden. Ja, ja. Wenn Das man ist, bedenkt, also wenn ein Messi nicht geben würde, würde Ronaldo absolute ja, Krönung. das ist das, ne? Ne, Aber man das sieht hat das auch so. diese Mhm. Motivation gegeben Ja. für Ronaldo auch, weil Konkurrenz belebt das Geschäft, hat er auch Mhm. selber gesagt. Und Ja, ja, und für die wenn Medien man, natürlich perfekt. ja, Für wenn die man Medien bedenkt, natürlich. dass sein Sohn ja wohl Messi-Fan ist. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, Ne? Wahnsinn. Ja, nee, das sind die Sachen. Und wie ist das denn? Wir hatten ja eben auch diese neue Form vom DFB, beziehungsweise ich weiß nicht, ob auch die FIFA oder UEFA das auch vorhat, diese Veränderung im oder vom Kinderfußball. Genau. Das habe ich in meinen Trainingssachen in meiner Fußballschule habe ich das immer gemacht. Kleinfeldspiel, 3 gegen 3, 2 gegen Genau. 3, Das ohne kann ich mich Torwart, erinnern. mit Hütchen, mit kleinen Genau. Toren, schnelles Spiel, offensiver Gedanke. Eher, weil die Kinder sind meistens immer so, die meisten Vorbilder sind immer Stürmer, immer Offensivleute. Ne? Das heißt, Die Tore Ronaldo, schießen. Messi, Mhm. Mbappé jetzt, Haaland jetzt. Mhm. Immer die vorne spielen, sind meistens immer die Idole, weil die schießen die Tore, ist halt am coolsten. Verteidigen ist nicht so, wo ich habe noch nie so ein Kind gehabt, vielleicht ein, zwei Mal so generell, dass er gesagt hat, mein Lieblingsspieler ist Hummels, weil er so gut verteidigen kann. Okay, gibt es auch, aber über 80% sage ich immer vorne der Stürmer oder der die Tore schießt oder Der dribbeln kann. harte Verteidiger von Real Madrid. Ramos. Ramos. Zum Beispiel, der Danke. war halt so nicht so beliebt, so, aber Aber war ein Typ halt so. Ne? ja, Das ist ein, viele Kinder hatten ihn auch immer. genau, Ja. genau, weil er Aber, halt cool ist ja, und ja, genau. hat auch Aktionen gebracht, war was ganz Besonderes. Aber ist bei Hummels ja genauso. So ist ein guter Typ, verteidigt gut, ist eine große Erscheinung, ist so ein Idol, auch für die Dortmunder so, der ist so der Klar. Kämpfer, so, aber meistens immer vorne, ne, wie Marco Reus. Marco Reus hat zum Beispiel bei den Kindern war er beliebter als Hummels, weil Genau. er halt Schüsse, Dribbeln, Tore gemacht hat, eine coole Frisur, Ja. spielt ja auch noch dazu bei den Kindern. Und manchmal komische Aussagen, Ja gut, hatte die wieder mal. wirklich, die er da Ja, gemacht hat. ja gut, aber ist halt eine Ikone auch, muss man Ja. sagen. Dementsprechend, ne? Oder Müller ist auch Offensivspieler, ist auch sehr beliebt, ne? Bei den Kindern. Ach, wo du Müller sagst. Natürlich darf man natürlich hier nicht in meiner Zeit und auch für später der absolute, natürlich Gerd Müller. Wahnsinn. Dann seine Tore. Mm, Er hat überhaupt ganze neue Verteidigungssysteme erfinden lassen, damit man diesen Mann halten konnte. genau, genau, genau. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das wird dann vergessen. Deshalb hatten später die Stürmer alles viel, viel schwerer Mm, als Müller. Denn nur wegen Müller, denn 4 Leute standen um ihn herum. Er schoss trotzdem die Tore. Und jeder wusste nur. Und dann hat man irgendwie Manndeckung, Raumdeckung. Alles das hatte bei ihm seinerzeit nicht funktioniert. mm. Und deshalb mussten dann Systeme herkommen, damit man solche, funktioniert jetzt bei Haaland zwar auch nicht so ganz, aber es wird dann wieder was Neues entwickelt. Nur, dass dann die gesamte Abwehr, Verteidigungsbereiche und
Sogar die Italiener hatten mit ihrer, wie hieß diese, Catenaccio. Catanaccio Probleme, einen Müller zu halten. Genau. Ne? Denn das war es. Und deshalb noch mal kurz, das war ja noch meine, aber das schwingte natürlich bis heute, dass man solche Systeme erfunden hatte. Dann fragen sich natürlich viele, die heutigen, warum macht man das? Wie ist das denn? Warum so im Detail? Warum ist das denn jetzt alles so wissenschaftlich, wenn man, ne, also die besten Trainer waren nicht unbedingt immer die besten Spieler. Zum Beispiel Pep Guardiola war natürlich ein guter, war Verteidiger, oder? Nee, er war auf der 6. Auf der 6. Er hat gut gespielt. Er war ja bei Er war Barcelona gut. auch. Sonst hätte er nicht bei Barcelona spielen Genau, können. genau. Ne? Aber nicht die Krönung, so gesehen. Gut, bei Beckenbauer war es ein bisschen anders, aber das sind auch wenige. Mourinho hat auch nur zweite Liga gespielt. Genau. Aber zum Beispiel viele brasilianische Trainer waren ja schon. Genau. Zico. Und dann der jetzt vor kurzem verstorbene, ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Aragone, wer ist der? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber es ist jetzt nicht so. Aber zum Beispiel jetzt heutige Zeit Nagelsmann. Ja. Der hat auch nicht hochgespielt. So, Richtig, ist auch relativ jung, ist in meinem Alter, glaube ich. Aber Wahnsinn. Solche Dinge sind über die Wissenschaft. Genau. Einer der beliebtesten Trainer aller Zeiten. Zweitligastürmer. Ja. Er selber hat ja von sich als Fußballer nicht so viel gehalten. Hat er ja selbst mal, glaube ich, ironisiert. Ne? Genau. Aber als Trainer. Wahnsinn. Absolute Weltelite. Wenn zurzeit mit Sicherheit zu den Top 5, würde ich mal behaupten. Aber zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel sehr, sehr guter Fußballspieler und guter Trainer Alonso. Ja. Na, zum Beispiel, das gibt es ja immer noch. Ja. Das stirbt noch nicht aus. Nee. Xavi zum Beispiel, gerade bei Barcelona. Alonso, das ist ja Alonso, der genau. Dann Xavi bei Barcelona. Genau. Der hat ja jetzt aufgehört. Der wird nach dem Sommer aufhören, aber auch ein sehr, sehr guter Trainer, sage ich. Das wird immer stattfinden. Ja, aber es gibt auch diese Nagelsmann, die als Quereinsteiger. Ja, wie Mourinho. Sebastian Hoeneß bei Stuttgart. Ja, richtig. Ist in Bayern groß geworden als Trainer, hat sehr viele Erfolge, hat auch einen guten Nachnamen, sag ich mal so. Ja, gut, die der erfolgsversprechend immer ist, ne? Genau. Dieter Hoeneß ist ja der Sohn von Dieter Hoeneß. Ja, genau. Der ist ja dann der Onkel ist ja der Uwe. Uli Hoeneß, ne? Genau. Aber zum Beispiel das. Aber zum Thema wegen dem Jugendfußball, was du gefragt hattest. Also ich finde es sehr gut, weil einfach dieser Druck rausgenommen wird, ergebnisorientiert zu spielen. Früher war es dann immer so 5 gegen 5, 7 gegen 7, einer geht ins Tor, 2 gehen ins Tor, wird gespielt und dann gibt es 2, die 3, die gut spielen, die können dribbeln. Dann fällt das Ergebnis aus 10:2, weil die eine Mannschaft halt 2 Spieler hat, die schneller sind und so weiter. Und so ist der Drucker rausgeholt, weil ist halt relativ doof als Kind, da hast du 10:2 verloren, du kommst kaum auf den Ball. Und so ist halt diese Gewährleistung halt da. Ne? Finde ich sehr, sehr gut. Ich kann mich noch erinnern, dass sich Eltern manchmal so aufgeregt haben, als ob sie gerade in Champions League sehen. Ja, Wahnsinn. Ne, und das wird jetzt rausgenommen, weil es wird als Turnierform dargestellt. Das heißt, es werden dann 3 Kleinfelder aufgebaut und es wird dann so sein, dass die auf 3 Teams aufgeteilt werden, zum Beispiel je nach Kadergröße und dann spielen die halt gegeneinander in Turnierform. Das heißt, man kann es nicht nachverfolgen, wer hat jetzt gewonnen, weil mal gewinnt man, mal verliert man. Und das ist wie beim Training dann so. So habe ich das auch mal gemacht, dieses Champions League-Verfahren. 2 gegen 2 auf dem Platz. Wenn du gewinnst, steigst du auf. Wenn du verlierst, steigst du ab. Du hast dann 3 Felder. Am Ende bist du bei Champions League. Spielst du auf Tore, hast du feste Torhüter, kannst du Hütchen nehmen, besserer Platz, besserer Ball. Und so kannst du das halt dann durchziehen. Und ich finde das sehr, sehr gut, weil damit wird halt jedes Kind gefördert. Die technische Förderung ist da. Einmal dieser Sportgedanke ist da, einfach so Motivationsgedanke ist da, also alles im Grunde passt. Aber wenn was Neues kommt, ist immer erstmal Kritik da. Als erstes immer, das war schon immer so, warum wird es geändert? Aber ich finde es super, ich habe mir das auch durchgelesen und mal angesehen und ist super, weil der Aufwand ist natürlich höher, weil es müssen Kleintore geholt werden. Das Spiel muss vorher besser vorbereitet. Früher war es immer 2 Tore, Hütchen abgesteckt, einwechseln, auswechseln. So sind alle in Bewegung, alle spielen. Der Trainer hat auch nicht diesen Ergebnisgedanken, so wir haben jetzt auf der Tabelle jetzt 10-mal gewonnen, finde ich super. Also das ist so als Turnierform. Ist immer super. Hallenturniere kennst du ja auch noch von früher. Die waren immer die besten eigentlich. Die Kinder hatten immer Spaß. Sind viele Tore gefallen. Viel Technik, viel Übung. Jeder ist zum Einsatz gekommen. So ist dieses Format einfach mit draußen. Und viele haben sich immer, ich habe mich immer gefreut auf Hallenturniere. Als Trainer, als Spieler war immer super, weil hat Spaß gemacht und mal hat man gewonnen, mal hat man verloren. So. Also ich kann mich auch noch oft erinnern, wo ich ja mal gekommen bin, wo du ja auch deine
Fußball, Dings, nicht Lager, deine Fußball, Meine Camps meinst du, ne? deine Fußballcamps hattest, ne? Hast du im Prinzip, wo die vom DFB, wo ich das auch gelesen wurde, erzählt, dann denke ich, das hat doch der Benny seinerzeit doch alles so sowieso gemacht gehabt. Ja, das habe ich ja beim DFB auch gelernt. Das war ja die Trainer wussten das. Aha. Ne? Und das hat man dann, ich habe es noch ein bisschen verfeinert auf meine Sicht, und das Mhm. machen andere Trainer ja auch so, personenbezogen dann sozusagen, dass man sagt, okay, diese Variante, diese Grundlage haben die mir mitgegeben bei der Ausbildung und das habe ich nochmal verfeinert für mich. Einfach, ne? Das machen andere Trainer auch. Die sagen dann zum Beispiel, okay, man könnte das noch hinzufügen, das könnte man machen, dies könnte man machen. Und so hat man halt so seinen Stil, sein Mittel, was man halt machen kann, wo man denkt, okay, das macht am meisten Spaß. Und jetzt haben die sich halt hingesetzt, haben gesagt, okay, wir wollen das jetzt für die Allgemeinheit machen, als Spielform, was in der Trainingslehre beigebracht worden ist, wollen wir jetzt auch sozusagen an die Vereine bringen, dass wir das so machen, weil Ehrenamt stirbt halt aus. Ne? Es gibt wenig Trainer und Ja. so, ohne jetzt böse zu sein, kann auch der Vater von einem Kind das Ganze leiten. Weil Mhm. es geht einfach darum, wie es früher auf dem Bolzplatz war. Zwei kleine Tore, Garage, wie auch immer, so haben wir zwei Hütchen, da zwei Hütchen und lauft. Ohne Schiedsrichter, 3 gegen 3. So haben früher alle gespielt. So habe ich auch gespielt auf der Straße. Jetzt gibt's das ja nicht mehr. Diese Straßenfußball gibt's ja nicht mehr. Ja, leider. So, und so wird das dann wieder reingebracht. Das heißt, der Vater wirft da einen Ball rein und die können dann samstags oder sonntags dementsprechend, können die 3 gegen 3 spielen. Wie die das halt auf dem Schulhof spielen jetzt immer noch, Mhm. zum Beispiel. Glaubst du, dass die Eltern da mitziehen werden? Ja, die müssen mitziehen. Wenn was Neues ist, ist es immer so, aber die werden mitziehen, weil die werden merken, dass dieser Druck rausgenommen wird. Und ihre Kinder mehr Spaß haben? Genau, und darum geht's. Es geht vorne immer ganz, ganz wichtig, das ist auch bei Erwachsenen so, Spaß ist an vorderster Front. Ne? Natürlich Mhm. gibt es auch Sachen, die unangenehm sind, aber wenn man Spaß hat, kommt der Erfolg auch und kommt auch der Fortschritt und die Motivation. Und wichtig ist immer Spaß, Spaß, Spaß für die Kinder, weil die gehen dahin zur Freizeit, die gehen nicht dahin, die Okay. machen keinen Nebenjob oder so. Das verwechseln die Eltern ja immer so ein Ja, bisschen. ja. Das ist kein Nebenjob, die gehen nicht hauptberuflich in die Schule und nebenbei gehen die als Nebenjob Fußball spielen. Die gehen dahin, weil die Spaß am Fußball haben, in erster Linie, sage ich mal so. Und diese Gemeinschaftlichkeit einfach auch. Ne? Es gibt in vielen Dörfern, zum Beispiel hier, gibt es Klassenkameraden einfach. Das gehört einfach dazu. Die sitzen in der Klasse und sagen, ey, wir haben wieder heute Training zusammen. Diese Gemeinschaftsgedanke einfach. Man lernt viele kennen, Freundschaften werden geschlossen durch Fußball, man hat eine Verbindung. Auch wenn der, bei mir war es auch so, auch wenn einer mal nicht so gut war, der war bei der Mannschaft, der wurde akzeptiert, der war einfach da, der war dabei. Mhm. So, und das ist wichtig. Und wenn der mal nicht dabei war, war es jetzt nicht so, ja, okay, zum Glück ist er nicht dabei. Wir haben gesagt, okay, schade, dass er nicht dabei ist, weil als Mensch, als Person ist auch wichtig, dieses Gefüge, dass man den fördert. Und es muss Ja. nicht immer jeder, der spielt, muss Profi werden. So. Und das Ja, ist so ja. ein bisschen verankert, so Profi-Gedanke, ne? Meine Frage geht jetzt für die Zukunft. Wie wird sich das denn auch für die etwas hören? Denn viele behaupten ja dann, die Härte wird dann fehlen, dass dann die Ich Kids dann verstehe, nicht ja. mehr diese absoluten Fußball-Enthusiasmus dann haben oder auch die Technik darunter leiden könnte und dass vielleicht die Bundesliga oder generell allen Mhm. Ligen dann ein bisschen dann runtergeht und dann nur noch diese Top Mhm. verwöhnt, denn wie damals diese DFL oder diese komische Superliga geformt werden, sollte das dann nur noch so wie in den USA Ja. teilweise, das ist dann kein Abstieg, sondern nur die Elite und der Rest kann zusehen, wo er Mhm. bleibt. Wie siehst du die Entwicklung in dieser Hinsicht? Ja, Diese Kritik wird ja, ja immer noch. ich sehe es so, in den Jahren wird man dann sehen, dass mehr Kinder beim Fußball bleiben, weil es halt mehr Spaß macht. Es gibt viele, Bambini ist voll immer mit Kindern. Dann gibt's F-Jugend, ist immer relativ voll, E-Jugend ist voll. Und dann wird's weniger. Mhm. Schlag auf, wird's dann weniger, weil die Jungs sagen, ja, keine Lust mehr, es macht keinen Spaß. Und so halten wir die Kinder einfach auch. Und es heißt ja nicht, wenn du in der F-Jugend nicht gut bist, dass du dann in der C-Jugend nicht gut sein kannst, weil es ist ja eine Entwicklung. Gibt's ja immer, habe ich ja bei Davis eingangs gesagt. Heißt ja nicht, wenn du das nicht kannst, dass du nicht erlernen kannst. Sogar mit 20, 18, 19 kannst du doch lernen. Das heißt, es gibt viele Talente, die vielleicht erst in C-Jugend oder D-Jugend oder in der B-Jugend sich, sich Entwickeln. entwickeln, genau, entwickeln, ähm, um den Sprung dann zu schaffen. Und die verlieren wir dann nicht mehr. Und so verlieren wir dann immer, wir sagen mal, okay, der in der F-Jugend ist der Beste, der wird Profi. Mhm. So, das ist so für die Eltern so, ja, der ist unser bester Mann, der wird eh Profi, der ist super. So. Und der vielleicht nicht so gut ist, so hat aber ein Potenzial, bleibt dann mehr am Ball, weil er hat halt Spaß.
Und mit Spaß kann man vieles erreichen. Das ist im Job so, das ist im Studium so, das ist generell, wenn du ein Hobby hast, wenn du Spaß dran hast, dann bist du meistens, ist es so erfolgreich. Weil du investierst viel Zeit, du gehst gerne dahin und es ist keine Belastung. Und für die mentale Sache ist es sehr, sehr wichtig, dass die Kinder zum Beispiel sagen, am Wochenende in der Schule, hast du ein Tor gemacht? Ja, ich habe 3 Tore gemacht. Du hast 3 Tore gemacht, 2 Tore. Es fallen halt viele Tore. Und früher war es immer so, ja, wir haben 10-2 verloren. Hast du ein Tor gemacht? Ja, ich habe nicht mal den Ball berührt. So, oder ich wurde nicht mal eingewechselt an der Seitenlinie. Ne? So, und so haben wir halt diesen Druck raus, dass die Eltern auch nicht drüber reden, über das Ergebnis. Und die Entwicklung wird dementsprechend auch besser sein, weil mehr Ballkontakte bedeutet Verbesserung. Ist ja so. Wenn ich jetzt in der Grundschule überlege, Schreibschrift lernen, je mehr ich das mache, desto besser werde ich. So, und das ist beim Fußball genauso. Je mehr ich aufs Tor schieße, je öfter ich passe, je öfter ich dribbel, desto besser werde ich. Das ist diese Quintessenz daraus. Ja. Das ist schön. So. Ja, Und das ist, denke dann, ich, der richtige Ansatz, weil es bringt ja nichts, wenn ich 5 gegen 5 spiele und berühre einmal den Ball. ja, ja. Also von der Logik her, ich berühre in 20 Minuten zweimal den Ball oder ich berühre in 10 Minuten 20 Mal den Ball. Ich habe zwar weniger gespielt, aber ich habe öfter den Ball berührt. Darum geht's. Und bei jeder weiß, der Fußball gespielt hat, 2 gegen 2, 3 gegen 3 ist Wahnsinn. Das ist Jeder kommt an, aber du musst aufpassen, Abwehr, Ja. du musst umschalten, du musst aufs Tor schießen, du musst passen, du musst dribbeln, du musst mehr dribbeln. Und Übersicht haben. So, und du musst kämpfen. Ja. Du musst kämpfen und das geht an die Kondition, die wird geschult und dieser Wettkampfgedanke. Turnier. Okay, Aber wenn ich jetzt gewinne, positiv. steige ich auf. Genau. Wenn ich gewinne, steige ich auf. Wenn ich verliere, steige ich ab. Ist ein bisschen Wettkampf mit drinne. So, aber das nächste Spiel geht weiter. Das heißt, ich kann wieder mich motivieren, wenn ich von oben abgestiegen bin, diesen Modus, kann ich mich immer noch hocharbeiten. Es ist nicht vorbei. Beim Spiel ist abgepfiffen. 10-2 verloren. Es ist abgepfiffen. Und sagen, ich habe einmal den Ball berührt. So ist es halt besser. Du kannst selber äh, du verlierst zwar in dem Moment, aber kannst auch gewinnen. Das heißt, du bist 3-mal aufgestiegen, 2-mal abgestiegen. Ja. Am Endeffekt sagt der Junge, ich habe Spaß gehabt, hat nicht gereicht. So, im Endeffekt. So. Und das finde ich halt ein sehr, sehr guter Gedanke. Und das kann man mit ins Training nehmen. Das heißt, dieses Modell kannst du ja auch im Training machen. Wenn du einen Kader hast von 12, kannst du die super aufteilen. Genau. Ne? Das ist wunderschön. Das ist auch ein sehr schöner Abschluss, Mhm. so, denn wir haben es im Prinzip geschafft von der Geschichte, sind wir dann zur Gegenwart gekommen und mit deinen letzten Idee, wohin dann das dann führen wird. Die Zukunft haben wir auch gesehen. So, meine lieben Geschichtsfreunde, hier jetzt haben wir euch schon lang genug und schon ein bisschen mehr, als wir geplant hatten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte ich euch um ein Daumenzeichen und wenn es geht, auch noch ein Abo. Und ich erwarte euch gerne für mein nächstes Video. Das wird dann natürlich immer etwas anders sein. Das war diesmal etwas Fußballerisches, aber auch immer historische Sachen. Und das werde ich dann auch fortsetzen, sowohl für Rechnungswesen wie auch für andere Politik. Wie ihr wisst, ist mein Kernbereich Deutschland, und die Türkei. Aber ich werde natürlich auch das ein oder andere immer wieder hinzuziehen. Und natürlich, wenn etwas Hommage an Prominente, die verstorben sind oder die uns allen sehr nahe gegangen sind. Soweit von mir. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, aber Benny, Aber ich habe noch was. Wir haben das fast vergessen. Für die Leute. Was ist eigentlich dein Fußballidol? also das war schon Beckenbauer. Okay, das hat man ja auch Das war gemerkt im schon, Video. denn ich bin mit ihm richtig groß geworden, bis zur Weltmeisterschaft 74. Ich habe die 72er Europameisterschaft, die Mannschaft ja gesehen. Wolfgang Overath, Günther Netzer, Das sind ja Legenden. Ne? Beckenbauer, Gerd Müller, Wimmer, ach, was waren da noch? Berti Fuchs. Berti Fuchs, genau. Das waren ja, der Terrier wurde er ja. Das war meine Generation. Ich bin mit denen groß geworden. Leider war das türkische Fußball in der Hinsicht nicht. Die war in den 50er Jahren mal sehr Ja. gut. Und dann brach sie gewaltig ein. Und dann gab es mal wieder, ganz besonders von den Migranten, die hier aufgewachsen sind. Hier kam dann wieder in der türkischen Fußball was rein. Und dann 2002 der 3. Platz in Korea. Das war natürlich phänomenal. Wenn man da noch an Tüfekci und diverse andere noch denkt, darüber können wir auch noch mal reden. Das wir dann speziell von der türkischen Seite sehen. Aber die Erfolge waren nicht so großartig. Aber die paar Erfolge können wir natürlich dann erwähnen. Aber vielleicht können die Leute unten kommentieren,
Ja, was deren Idol selbstverständlich. ist. Ne, wäre natürlich auch besonders wertvoll. Danke. Und wir würden das dann natürlich immer wieder neu aufziehen. Und so, jetzt kriegen wir was Leckeres zu essen. Gut, alles klar. So, also das wäre es erst einmal von unserer Seite. Wie gesagt, macht euren Daumen hoch Ja, und und schreibt, kommentiert und schreibt was. wer euer Idol ist. Genau, Fußballidol oder Sportidol, kann man sagen, ne? genau. Die In die Kommentare Sportidole mal. Bin mal gespannt. und was ihr dann noch hören wollt oder von wem ihr noch mehr hören wollt, könnt ihr ruhig auch eingeben. Dann werden wir das dann hinkriegen. Also gut, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.